Lektion 1. Farmstead-Dilemma. Guten Morgen, Anna. Hast du die Neuigkeiten von der Farm da unten gehört? Guten Morgen, John. Nein, was ist los? Ist alles in Ordnung mit den Besitzern? Nicht wirklich. Offenbar kämpfen sie darum, den Ort am Leben zu erhalten. Oh nein, das ist furchtbar. Die ganze Familie bewirtschaftet diese Farm seit Generationen. Ich weiß, es ist wirklich schade. Sie sagen, es ist einfach nicht mehr rentabel. Das ist so traurig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Familienfarm aufgeben müssen. Ja, und sie sagen, dass sie vielleicht umziehen müssen, wenn sich die Dinge nicht ändern. Bewegen. Aber das ist ihr Zuhause, wo sie ihr ganzes Leben gelebt haben. Ich weiß, es ist eine schwierige Situation. Manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen. Ich denke schon, aber es muss verheerend für sie sein. Können wir irgendwas tun? Nun, ich dachte, wir könnten versuchen zu helfen, so gut wir können. Vielleicht etwas von Ihren Produkten kaufen? Das ist eine tolle Idee. Selbst kleine Dinge wie diese könnten einen echten Unterschied machen. Exakt. Und wer weiß, vielleicht können wir Ihnen helfen, einen Weg zu finden, die Farm am Laufen zu halten. Das hoffe ich wirklich. Das Land gehört seit Jahrzehnten ihrer Familie. Es wäre tragisch, es zu verlieren. Ich stimme zu. Ich gehe später rüber und sehe nach, ob Sie Hilfe benötigen. Ich komme mit dir. Vielleicht können wir ein paar Ideen überdenken, um die Farm am Leben zu erhalten. Hört sich gut an. Ich freue mich, dass wir versuchen können, Sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Lektion 2. Das Abenteuer erwartet Sie. Hey Anna, hast du dir Gedanken über unseren bevorstehenden Urlaub gemacht? Nein, noch nicht. Was hattest du im Sinn? Ich bin offen für Vorschläge. Nun, ich dachte, wir könnten dieses Mal etwas anderes ausprobieren. Oh, was denn? Ich bin immer bereit für ein neues Abenteuer. Wie wäre es mit einem Ausflug an die Küste? Wir könnten schnorcheln gehen und die Riffe erkunden. Schnorcheln. Das klingt unglaublich. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und wir könnten auch einige der historischen Stätten in der Gegend besuchen. Oh, das wäre faszinierend. Ich liebe es, etwas über lokale Geschichte zu lernen. Und natürlich müssten wir auch die lokale Küche probieren. Das macht mich hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich bin dabei. Fantastisch, ich wusste, dass du begeistert sein würdest. Das wird die bisher beste Reise. Ich kann es kaum erwarten. Wann gehen wir? Ich muss anfangen, meine Outfits zu planen. Nun, ich dachte, wir könnten in ein paar Wochen gehen, wenn das für dich funktioniert. Perfekt. Das gibt mir gerade genug Zeit, um alles vorzubereiten. Hört sich gut an. Ich fange an, die Unterkünfte und Aktivitäten zu buchen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich so, das wird ein Abenteuer. Darauf kannst du wetten.
Das wird eine unvergessliche Reise, das spüre ich. Lektion 3. Souvenirshopping. In Ordnung, Anna, unsere Reise steht bald an. Zeit, über Souvenirs nachzudenken. Oh ja, ich bin so aufgeregt. Ich möchte die perfekten kleinen Erinnerungsstücke finden, die ich mit nach Hause nehmen kann. Ich auch. Irgendwelche Ideen, wo wir mit dem Souvenireinkauf beginnen sollten? Nun, ich habe gehört, dass es in der Innenstadt einen wirklich süßen kleinen Markt gibt, auf dem es allerlei einzigartige Funde gibt. Oh, das klingt nach einem guten Anfang. Wann willst du darüber gehen? Wie wäre es mit morgen früh? So können wir uns Zeit nehmen und das Erlebnis genießen. Klingt perfekt. Ich bin bereit, in die lokale Kultur einzutauchen und einige Schätze zu finden. Das Gleiche hier. Ich liebe es, kleine Geschäfte zu entdecken und mit den lokalen Handwerkern zu sprechen. Ich auch. Das ist der beste Weg, um wirklich ein Gefühl für den Ort zu bekommen, den wir besuchen. Absolut. Außerdem ist es der perfekte Weg, um einzigartige Souvenirs zu finden. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, auf welche einzigartigen Gegenstände wir stoßen. Ich auch nicht. Das wird so viel Spaß machen. Ich bin bereit, ernsthaft einzukaufen. Haha, in Ordnung dann. Machen wir morgen einen Tag draus. Ich werde dein persönlicher Einkaufsassistent sein. Juhu! Ich fange an, eine Liste von Dingen zu erstellen, nach denen ich Ausschau halten möchte. Hört sich gut an. Ich bin sicher, wir werden ein paar echte Schätze finden, die wir mit nach Hause nehmen können. Lektion 4. Erinnerungen festhalten. Hey Anna, wir sollten auf jeden Fall unsere Kameras auf unsere Reise mitnehmen. Oh ja, gute Idee. Ich möchte sicher gehen, dass wir all die tollen Sehenswürdigkeiten festhalten. Absolut. Wir wollen Fotos von den lokalen Sehenswürdigkeiten, dem Essen, den Menschen machen. Definitiv. Und vergiss nicht, ein paar ehrliche Fotos von uns zu machen, wie wir das Erlebnis genießen. Diese werden mit Sicherheit die besten Andenken sein. Wir können ein ganzes Fotoalbum erstellen. Ich liebe diese Idee. Wir können sogar ein kleines Sammelalbum daraus machen, um uns an die Reise zu erinnern. Das ist perfekt. Wir können Ticketauszüge, Karten und kleine Erinnerungsstücke, die wir finden, hinzufügen. Oh ja, das wird es so persönlich und bedeutungsvoll machen. Ich kann es kaum erwarten, es zusammenzustellen. Ich auch nicht. Es wird so viel Spaß machen, auf all die Erinnerungen zurückzublicken, die wir gemacht haben. Absolut. Und wir können die Fotos verwenden, um unser Abenteuer mit Freunden und Familie zu teilen. Genau. Sie werden sich fühlen, als wären sie direkt bei uns gewesen. Auf jeden Fall. Ich stelle mir schon die unglaublichen Aufnahmen vor, die wir machen werden. Das Gleiche hier. Das wird die Reise Ihres Lebens. Ich weiß. Ich freue mich so darauf, die Kultur zu erleben und alles vor der Kamera festzuhalten. Ich auch. Das wird ein absoluter Knaller. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich auch nicht.
Das wird das beste Souvenir von allen sein. Unsere Erinnerungen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Stellen wir sicher, dass wir viele Fotos machen, um uns für immer an diese Reise zu erinnern. Lektion 5. Sicherheit geht vor. Hey Anna, meinst du, wir sollten auf unserer Reise irgendwelche Technik für die Sicherheit einpacken? Das ist eine tolle Idee. Welche Art von Technologie wolltest du mitbringen? Nun, ich dachte, ein tragbares Ladegerät wäre wirklich praktisch. Oh ja, auf diese Weise werden unsere Telefone niemals an uns sterben. Kluges Denken. Exakt. Und vielleicht ein GPS-Tracker oder ein Ortungsgerät, nur für den Fall. Gute Entscheidung. Das würde uns Seelenfrieden geben, falls wir jemals getrennt werden. Auf jeden Fall. Und wir sollten auch einige Übersetzungs-Apps herunterladen. Ja, auf diese Weise können wir leicht mit den Einheimischen kommunizieren. Absolut. Ich möchte sicher gehen, dass wir voll ausgestattet sind. Ich auch. Vorsicht ist besser als Nachsicht, wenn wir unterwegs sind. Stimme voll und ganz zu. Ich würde es hassen, wenn irgendetwas unsere tolle Reise ruiniert. Das Gleiche hier. Stellen wir sicher, dass wir alle technischen Grundlagen abgedeckt haben. Hört sich gut an. Ich mache eine Liste mit allem, was wir packen müssen. Perfekt. Ich freue mich, dass wir so proaktiv mit unserer Sicherheit umgehen. Ich auch. Mit der richtigen Technologie können wir loslegen. Exakt. Ich habe das Gefühl, dass das ein unglaubliches Abenteuer wird. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Stellen wir sicher, dass wir bereit sind, es zu genießen. Lektion 6. Urlaubsplanung. Guten Morgen, Anna. Hast du schon angefangen, unsere Urlaubstage zu planen? Nein, noch nicht. Ich wollte zuerst Ihre Meinung zu den Top-Attraktionen einholen. Okay, nun, ich dachte, wir könnten eines Tages an den Strand gehen. Oh ja, das klingt perfekt. Und vielleicht ein Tag im Museum? Auf jeden Fall würde ich mir gerne die Kunstausstellungen ansehen, die Sie haben. Das gleiche hier. Und wir sollten einen Tag für den Vergnügungspark reservieren. Absolut, das wird so viel Spaß machen. Wir können alle Achterbahnen fahren. Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, die lokale Küche zu probieren. Guter Punkt, wir sollten die besten Restaurants in der Gegend recherchieren. Auf jeden Fall. Wir müssen unser Tempo anpassen, damit wir nicht zu voll werden. Haha, stimmt. Ich möchte nicht zu voll sein, um den Rest der Reise zu genießen. Exakt. Wir sollten auch Platz für spontane Abenteuer lassen. Definitiv, das gehört zum Nervenkitzel eines Urlaubs dazu. Mir gefällt, wie du denkst. Danke. Okay, lass mich anfangen, eine Reiseroute zusammenzustellen. Hört sich gut an. Lassen Sie mich gerne wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Das werde ich tun. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur an all den Spaß denke, den wir haben werden.
Das gleiche hier. Das wird eine tolle Reise, ich weiß es einfach. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten, zusammen unglaubliche Erinnerungen zu sammeln. Ich auch nicht. Okay, ich lasse dich mit der Arbeit an der Reiseroute beginnen. Lektion 7. Bedeutung klarer Kommunikation. Hey Anna, kann ich deine Gedanken zu etwas hören? Absolut, was ist los? Ich habe viel darüber nachgedacht, wie wichtig eine klare Kommunikation ist. Das ist ein großartiges Thema. Ich stimme vollkommen zu, es ist so wichtig. Exakt. Fehlkommunikation kann wirklich viele Probleme verursachen. Auf jeden Fall. Es kann zu Missverständnissen und sogar zu Konflikten führen. Absolut. Und ich denke, darauf sollten wir uns wirklich konzentrieren. Auf jeden Fall. Eine klare Kommunikation hilft, viele dieser Probleme zu vermeiden. Exakt. Es fördert das Verständnis und die Einheit zwischen den Menschen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine wichtige Fähigkeit sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld. Absolut. Und ich versuche wirklich, daran zu arbeiten, es zu verbessern. Das ist großartig. Es ist der erste Schritt, sich dessen bewusst zu sein. Auf jeden Fall. Haben Sie Tipps zur Verbesserung einer klaren Kommunikation? Nun, ich finde, dass aktives Zuhören der Schlüssel ist. Und auf deinen Tonfall und deine Körpersprache zu achten. Das sind hervorragende Punkte. Es ist auch wichtig, das Verständnis zu überprüfen. Vollkommen. Klärende Fragen zu stellen kann viel bewirken. Einverstanden. Und offen für Feedback zu sein, ist entscheidend. Auf jeden Fall. Es zeigt, dass sie bereit sind zu lernen und sich zu verbessern. Absolut. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie Ihre Erkenntnisse dazu teilen. Natürlich jederzeit. Ich freue mich, dass wir diese Diskussion führen konnten. Ich auch. Es ist ein wichtiges Thema, über das es sich zu sprechen lohnt. Lektion 8. Die Natur genießen. Hey Anna, warst du in letzter Zeit draußen? Darauf kannst du wetten. Ich habe das schöne Wetter voll ausgenutzt. Das ist großartig. Was für Outdoor-Aktivitäten hast du gemacht? Oh, ein bisschen von allem. Wandern, Radfahren, sogar etwas Camping. Wow, das klingt unglaublich. Ich wollte selbst schon öfter raus. Das solltest du auf jeden Fall. Es war so verjüngend für mich. Das kann ich mir vorstellen. In der Natur zu sein ist einfach so friedlich und erfrischend. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Energie zu tanken und Stress abzubauen. Ich habe gehört, dass Zeit im Freien deine Stimmung wirklich verbessern kann. Auf jeden Fall. An der frischen Luft zu sein, hebt die Stimmung. Das ist großartig. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen eine Wanderung planen.
Das fände ich toll. Wir könnten einen neuen Weg erkunden und ein Picknick einpacken. Klingt perfekt. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Das Gleiche hier. Wir müssen unsere Zeitpläne koordinieren und dafür sorgen, dass es passiert. Auf jeden Fall. Das ist genau die Motivation, die ich brauche, um mehr nach draußen zu gehen. Ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte. Es ist so wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Du hast recht. Ich war viel zu lange drinnen eingesperrt. Nun, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das zu ändern. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das wird ein Knaller. Lektion 9. Nimm dir Zeit für dich. Morgen. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit viel entspannter aussiehst. Du hast recht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, neue Energie zu tanken. Das ist toll zu hören. Was für Dinge hast du gemacht? Oh, nur Kleinigkeiten, die mir helfen, mich zu entspannen und neue Energie für die Woche zu tanken. Wie was? Ich könnte auch ein paar Tipps gebrauchen, um Stress abzubauen. Nun, ich habe versucht, mir jedes Wochenende 1 oder 2 Stunden Zeit zu nehmen. 1 oder 2 Stunden, hm? Was machst du normalerweise in dieser Zeit? Das ist unterschiedlich, manchmal lese ich ein Buch, manchmal gehe ich spazieren. Ah, raus in die Natur, das ist gut. Ich wette, das hilft sehr. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel ein Szenenwechsel bewirken kann. Das kann ich mir vorstellen. Welche anderen kleinen Dinge hast du gemacht? Ich nehme mir auch mehr Zeit für Hobbys, die mir Spaß machen, wie Malen. Malen, hm? Das klingt nach einer wirklich schönen Art, sich zu entspannen. Ist es? Es ist so therapeutisch für mich, mich einfach im kreativen Prozess zu verlieren. Ich sehe den Appell. Ich sollte mir wahrscheinlich selbst ein neues Hobby suchen. Ich denke wirklich, du solltest. Es ist so wichtig, diese Steckdose zu haben. Du hast recht. Ich neige dazu, einfach zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und nie eine Pause einzulegen. Nun, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das zu ändern. Deine geistige Gesundheit wird es dir danken. Weißt du, du hast absolut recht. Ich werde das zu einer Priorität machen. Ich freue mich wirklich, das zu hören. Du verdienst es, neue Energie zu tanken. Danke. Danke, dass du mich inspiriert hast, besser auf mich aufzupassen. Lektion 10. Vorbereitung auf Outdoor-Abenteuer. Hey, ich wollte dich etwas fragen. Klar, was ist los? Die Wanderung, die du neulich erwähnt hast, läuft sie immer noch? Unbedingt. Interessieren Sie sich für einen Beitritt? Du weißt es. Ich wollte schon länger draußen sein. Wunderbar. Hast du angefangen, deine Ausrüstung zusammenzustellen? Eigentlich noch nicht. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar Tipps geben. Natürlich. Mal sehen, ein guter Rucksack ist unerlässlich.
Ah, ja, ich brauche auf jeden Fall einen neuen. Irgendwelche Empfehlungen? Nun, ich liebe den ich habe, wirklich, er hat großartige Unterstützung. Das klingt nach einer großartigen Idee. Das muss ich überprüfen. Und vergiss auch nicht ein gutes Paar Wanderschuhe. Richtig, gute Entscheidung. Meine aktuellen sind ziemlich abgenutzt. Komfort und Traktion sind entscheidend, wenn du auf den Trails unterwegs bist. Vielleicht schaue ich dieses Wochenende im Outdoor-Laden vorbei. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich freue mich schon auf diese Reise. Ich auch. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, sich zu entspannen. Absolut. Genau das, was ich brauche, um die Batterien wieder aufzuladen. Exakt. Das wird das perfekte Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde mich sicher mit der richtigen Ausrüstung eindecken. Lektion 11. Wikinger und die Türkei. Hey, ich habe eine interessante historische Frage an dich. Oh, ich liebe es, etwas über Geschichte zu lernen. Was beschäftigt dich? Weißt du, wie wir neulich über die Wikinger gesprochen haben? Ja, ich erinnere mich. Diese nordischen Seeleute, die so viel erkundet haben. Stimmt. Nun, ich habe mich gefragt, haben es die Wikinger jemals in die Türkei geschafft? Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, gibt es Beweise, dass sie es getan haben. Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass sich die Wikinger so weit in den Süden gewagt hatten. Unbedingt. Die Türkei, oder zumindest Teile davon, waren in ihrer Reichweite. Faszinierend. Warum wollten sie diese Region erkunden? Nun, die Wikinger waren bekannt für ihren Durst nach neuen Entdeckungen. Ich verstehe. Und was genau haben sie gefunden, als sie in die Türkei kamen? Berichten zufolge stießen sie auf eine lebendige, wohlhabende Zivilisation. Wow, ich wette, das war ein ziemlicher Kulturschock für diese Nordmänner. In der Tat. Der Kontrast zwischen der Wikingergesellschaft und den Türken muss stark gewesen sein. Das kann ich mir nur vorstellen. Hatten die Wikinger dort am Ende viel Einfluss? Nicht so sehr wie in einigen anderen Regionen, aber sie haben einige Handelsbeziehungen geknüpft. Interessant. Ich muss mehr über die Präsenz der Wikinger in der Türkei lesen. Auf jeden Fall ist es ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte dieser Seefahrer. Einverstanden. Danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Ich habe heute etwas Neues gelernt. Lektion 12. Gruseliger Halloween-Spaß. Hey Anna, freust du dich dieses Jahr auf Halloween? Darauf kannst du wetten. Ich liebe es, mich zu verkleiden und die gruselige Jahreszeit zu feiern. Das gleiche hier. Mein Bruder geht mit seinem Kostüm aufs Ganze. Oh wirklich? Als was hat er vor, sich zu verkleiden? Ein Skelett. Er arbeitet seit Wochen an dem Kostüm.
Das klingt so cool. Skelette sind klassische Halloween-Kleidung. Ja, er steht wirklich auf den ganzen gruseligen, knochigen Look. Ich bin sicher, er wird fantastisch aussehen. Was ist mit dir? Was ist dein Kostüm? Nun, da mein Bruder gruselig ist, dachte ich mir, ich nehme etwas Lustigeres. Oh, was ist das? Halte mich nicht in Atem. Ich verkleide mich als Braut. Eine Braut? Eine so lustige, unerwartete Wahl. Ich weiß, oder? Ich dachte, das wäre ein netter Kontrast zu seinem Skelett. Ich liebe es. Du wirst in einem Hochzeitskleid so wunderschön aussehen. Das Haha, ist die ich bin mir beste sicher, Sorte. dass ich eine An sehr Halloween dreht sich unkonventionelle alles Braut sein darum, werde. das Ungewöhnliche anzunehmen. Genau. Wir können genauso gut dummen, gruseligen Spaß damit haben. Lektion 13. Die Welt voranbringen. Jo Anna, hast du dich in letzter Zeit über die Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten? Du weißt es. Es passiert immer etwas Interessantes auf der Welt. Vollkommen. Als Privatperson habe ich das Gefühl, dass wir alle die Verantwortung haben, zu helfen, so gut wir können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Auch wenn unsere individuellen Handlungen klein erscheinen, können sie einen großen Unterschied machen. Exakt. Wir sind vielleicht keine Politiker oder Weltführer, aber wir können trotzdem unseren Teil dazu beitragen. Absolut. Was hast du getan, um die Welt voranzubringen? Nun, ich versuche, mich freiwillig zu engagieren, wann immer ich kann, auch wenn es nur ein paar Stunden im Monat sind. Das ist genial. Welche Art von Freiwilligenarbeit machst du? Ich habe bei der örtlichen Lebensmittelbank ausgeholfen, Parks aufgeräumt und sogar Häuser für Bedürftige gebaut. Wow, das ist so bewundernswert. Jede kleine Hilfe zählt wirklich. Ganz gewiss. Und es ist so lohnend, weißt du, zu sehen, welche Wirkung sie haben können. Das kann ich mir nur vorstellen. Ich versuche auch, meinen Teil dazu beizutragen, auf kleinere Weise. Wie was? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen, um mich zu engagieren. Nun, ich versuche meinen Abfall so weit wie möglich zu recyceln und zu reduzieren. Das ist großartig. Jedes bisschen hilft, wenn es um die Umwelt geht. Auf jeden Fall. Und ich bemühe mich auch, lokale Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen. Toll, das ist eine wunderbare Art, Ihrer Community etwas zurückzugeben. Exakt. Als Privatpersonen können wir die Welt möglicherweise nicht über Nacht verändern. Aber wir können sicherlich unseren Teil dazu beitragen, es zu einem besseren Ort zu machen, Schritt für Schritt. Lektion 14. Budgetfreundliche Optionen. Guten Morgen. Haben Sie in letzter Zeit nach neuen Geräten gesucht? Du weißt es. Ich suche einen neuen Kühlschrank. Fantastisch. Hatten Sie Glück, eine zu finden, die zu Ihrem Budget passt? Eigentlich ja. Ich habe dieses tolle Modell gefunden, das preiswert ist. Das ist toll zu hören.
Wie viel kostet der neue Kühlschrank? Es sind ungefähr 400 US-Dollar, was definitiv in meiner Preisklasse liegt. Wow, das ist ein wirklich guter Deal. Warum hast du dich für das entschieden? Nun, es hat alle Funktionen, die ich brauche, und die Bewertungen sind fantastisch. Ah, ich verstehe. Klingt, als hättest du nachgeforscht. Gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Ich wollte sicher gehen, dass ich das Beste für mein Geld bekomme. Kluger Schachzug. Es ist so wichtig, das Gleichgewicht zwischen Qualität und Kosten zu finden. Absolut. Heutzutage geht es mir nur darum, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Ich höre dich. Die Wirtschaft war etwas hart, also zählt jeder Dollar. Ganz gewiss. Warst du selbst auf der Suche nach neuen Haushaltsgegenständen? Eigentlich ja. Ich suche nach einem Ersatz für meine alte Kaffeemaschine. Oh, hast du einen gefunden, der dir gefällt und der zu deinem Budget passt? Ja, ich fand das wirklich nette. Das kostet nur etwa 50 Dollar. Wow, das ist ein Schnäppchen. Warum hast du dich für den entschieden? Nun, es hat alle Funktionen, die ich brauche, und die Bewertungen sind großartig. Klingt perfekt. Es ist so befriedigend, wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem vernünftigen Preis finden. Vollkommen. Ich muss diese budgetfreundlichen, aber zuverlässigen Optionen lieben. Hey Lektion Anna, hast du 15. dich über die Tech neuesten Talk. Technologietrends auf dem Laufenden gehalten? Du weißt es. Ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Geräten. Das gleiche hier. Ist Ihnen aufgefallen, dass Computer heutzutage zu einem so großen Teil der Unterhaltung geworden sind? Definitiv. Die Fortschritte in den Bereichen Grafik, Film, Video und Audio haben das Benutzererlebnis wirklich verändert. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel Computer heute im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren können. Vollkommen. Die Integration von hochwertigem Bildmaterial und Multimedia hat Computer so viel ansprechender gemacht. Ganz gewiss. Es ist, als wären sie zu diesen immersiven Unterhaltungsplattformen geworden. Exakt. Die Grenze zwischen Computern und traditionellen Unterhaltungsmedien verschwimmt wirklich. Ja, es ist verrückt, wie viel Computer heutzutage können. Es ist fast so, als wären sie zu einem wesentlichen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Auf jeden Fall. Ich kann mir ein Leben ohne all die Technologie, zu der wir jetzt Zugang haben, nicht vorstellen. Ich auch nicht. Es ist verrückt, darüber nachzudenken, wie sehr sich das alles weiterentwickelt hat. Absolut. Das Tempo des technologischen Fortschritts ist einfach umwerfend. Kein Scherz. Ich frage mich, was das nächste große Ding in der Technologiewelt sein wird. Das ist eine gute Frage. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Computer und Technologie von hier aus entwickeln. Das gleiche hier. Es ist eine aufregende Zeit, um ein Tech-Enthusiast zu sein, das ist sicher. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für die Welt der Technologie bereithält. Ich auch. Es wird faszinierend sein zu sehen,
wie sich alles entfaltet. Lektion 16. Übung macht den Meister. Guten Morgen. Ich habe in letzter Zeit viel Englisch geübt. Das ist großartig. Wie läuft es mit deiner Praxis? Es war wirklich hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass ich mich besser an neue Wörter und Sätze erinnere. Das ist großartig. Konsequentes Üben ist der Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Englischkenntnisse. Auf jeden Fall. Ich habe versucht, es in meinen Tagesablauf zu integrieren. Das ist ein kluger Ansatz. Kleine, regelmäßige Trainingseinheiten können einen großen Unterschied machen. Exakt. Sogar nur 15 bis 20 Minuten am Tag summieren sich im Laufe der Zeit. Vollkommen. Und es hilft, das Gelernte zu bekräftigen, oder? Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Konversationsfähigkeiten selbstbewusster werde. Das ist toll zu hören. Selbstvertrauen ist so wichtig, wenn man eine neue Sprache lernt. Ganz gewiss. Ich fange wirklich an, unsere kleinen Englisch-Trainingseinheiten zu genießen. Ich auch. Es hat Spaß gemacht zu chatten und sich gegenseitig zu helfen, besser zu werden. Auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir daran zu arbeiten. Ist das nicht Natürlich. die Ich Wahrheit? helfe Ich immer fühle mich gerne immer mit. besser darauf Übung vorbereitet, macht schließlich mein den Englisch in Meister. realen Situationen einzusetzen. Das ist fantastisch. Ich weiß, dass sich all deine harte Arbeit auszahlen wird. Das hoffe ich wirklich. Danke, dass du so ein großartiger Übungspartner bist. Lektion 17. Ruf mich vielleicht an. Jo. Ich habe eine Frage zur Telefonetikette an dich. Hallo da. Klar, was geht dir durch den Kopf? Nun, ich war neulich auf der Arbeit und habe einen Anruf bekommen, aber ich war gerade dabei, etwas zu erledigen. Ah, ich verstehe. Was hast du in dieser Situation gemacht? Ich wollte es nicht einfach auf die Voicemail übertragen lassen, also fragte ich die Person, ob sie warten könne. Ah, das ist ein üblicher Ansatz. Was ist als nächstes passiert? Ich sagte ihnen, dass ich den Anruf auf mein Handy weiterleiten müsste, wenn das okay wäre. Gut überlegt. Auf diese Weise können Sie das Gespräch ohne Unterbrechung fortsetzen. Exakt. Haben Sie noch weitere Tipps für den Umgang mit solchen Anrufen? Nun, eine andere Möglichkeit ist die Anrufannahme zu verwenden, wenn Ihr Büro über diese Funktion verfügt. Rufannahme? Damit kenne ich mich nicht aus. Kannst du das erklären? Es ermöglicht Ihnen, einen Anruf anzunehmen, der auf dem Tischtelefon eines Kollegen klingelt. Oh nett, das könnte nützlich sein. Erspart Ihnen die Übertragung. Ja, es ist eine sehr praktische Funktion. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie den Anrufer darüber informieren. Guter Punkt. Ich möchte nicht, dass Sie verwirrt sind, wen Sie erreicht haben. Auf jeden Fall. Kommunikation ist der Schlüssel, wenn es um Telefonanrufe bei der Arbeit geht. Ganz gewiss. Danke für die Tipps. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet.
Ich helfe gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen zum Telefon haben. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Lektion 18. Geburtstage feiern. Jo, ich habe gehört, dass dein Geburtstag bald bevorsteht. Hast du irgendwelche lustigen Pläne? Hallo da. Ich plane gerade eine kleine Geburtstagsfeier. Toll, das klingt toll. Was für Dinge haben Sie im Sinn? Nun, ich dachte an ein kleines Treffen mit ein paar engen Freunden. Toll, das wird nett und gemütlich sein. Wirst du einen Kuchen essen und all das? Unbedingt. Die Kerzen auf dem Kuchen auszublasen ist eine so schöne Tradition. Mit Sicherheit ist es einer der besten Teile einer Geburtstagsfeier. Hast du eine besondere Torte im Sinn? Ich denke darüber nach, mir einen klassischen Schokoladenkuchen zu holen. Es ist mein Favorit. Mit Schokolade kann man nichts falsch machen. Ich wette, es wird köstlich sein. Ich hoffe es. Ich habe auch vor, ein paar lustige Partyspiele und Aktivitäten zu machen. Oh, was denn? Diese können eine Geburtstagsfeier noch unvergesslicher machen. Ich dachte darüber nach, ein Quizspiel oder vielleicht sogar Karaoke zu machen. Karaoke, hm? Das könnte interessant und urkomisch werden. Haha, genau. Es wird ein guter Zeitpunkt sein, egal was wir am Ende tun. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Ich wünschte, ich könnte da sein, um den Spaß mitzunehmen. Du darfst gerne kommen. Je mehr, desto besser für eine Geburtstagsfeier. Ah, ich weiß die Einladung zu schätzen, aber ich habe an diesem Tag eine vorherige Verpflichtung. Überhaupt keine Sorgen. Vielleicht können wir ein anderes Mal zusammen feiern. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch zum frühen Geburtstag. Ich wünsche dir einen schönen Tag.